Habe hier kurz vor Karlsbad einen schönen Platz im Wald gefunden. Abends um 8 kamen hier noch 2 Autos im Dunkeln, standen eine Stunde hier und sind dann wieder verschwunden. Und dort vor dem Wald, dahin, ganz hinten, geht die nächste Straße lang, die ist aber ohne allzu sehr befahren. Hier oben ist der kleine Flughafen, der internationale Flughafen Karlsbad. Ja, hier steht es im Cache. Ist eher ein kleiner Wald- und Wiesenflugplatz. Und hier gibt es einen Cache. Hinweis, Doppelbaum und ein Produkt aus unserem 3D-Drucker. Ist in 30 Metern hier im Wald versteckt. Kurz aber für einen normalen Paddling halten und nie für ein Produkt aus dem 3D-Drucker. Hier rollte gerade ein kleines Flugzeug nach hinten. Ich sehe es nicht mehr, weil hier überall was davor steht. Ich vermute mal, der wird gleich starten. Aber man hört nicht. Bin hier am Stadtrand von Karlsbad und habe hier einen Parkplatz. Die am Straßenrand mit Schranke-Zufahrtsmöglichkeit, die kann man mit Karte bezahlen. Bei den normalen Parksäulen hier ist keine Kartenzahlung möglich. Bin ja vorhin hier schon vorbeigefahren und habe überlegt, ob das der Gründer des ersten Chorheims hier war oder so. Und habe dann überlegt, sieht eher aus wie Beethoven oder das tschechische Pedant dazu. Da habe ich ja dann doch recht gehabt. Das Grand Hotel Pupp in Karlsbad ist ein wahrhaft historischer Ort, der eng mit der Geschichte Sachsens und insbesondere mit August dem Starken verbunden ist. Die Anfänge: 1701. Auf Wunsch von August dem Starken ließ der Karlsbader Bürgermeister Anton Daimel ein Vergnügungsetablissement errichten, den sogenannten Sächsischen Saal. Dieser bildete den Grundstein für das heutige Grand Hotel Pupp. August der Starke. Der sächsische Kurfürst August der Starke war ein großer Förderer von Karlsbad und schätzte die heilenden Quellen.
Der sächsische Saal diente ihm und seinem Hofstaat als Ort der Erholung und des Vergnügens. Das Grand Hotel Pupp und die Standseilbahn Diana in Karlsbad. Grand Hotel Pupp, gegründet 1701 auf Wunsch von August dem Starken, ist es eines der ältesten und bekanntesten Hotels in Europa. Berühmt für seine historische Atmosphäre und berühmte Gäste. Standseilbahn Diana, erbaut Anfang des 20. Jahrhunderts, verbindet sie das Grand Hotel Pupp mit dem Aussichtsturm Diana. Sie bietet einen atemberaubenden Blick über Karlsbad. Zusammen, beide sind wichtige Wahrzeichen von Karlsbad und ziehen jährlich zahlreiche Touristen an. Das Grand Hotel Pupp ist ein Stück lebendiger Geschichte, während die Standseilbahn Diana eine moderne Ergänzung zur historischen Altstadt darstellt. Kaum oben aus der Bahn gestiegen, schon steht man vor dem Wurzelädner. Hier brauchen wir nicht erzählen. Also da unten roch schon mal ganz lecker.
Ja, hier gibt es zwei Caches. Das eine ist ein virtueller. Hier muss man ein Schild finden mit 2 Worten. Zum Loggen dieses Caches suche das kleine Schild am Holz bei dieser Aussicht in Richtung Diana Restaurant. Darauf stehen 2 Worte. Verbinde sie mit einem Bindestrich und ab damit ins Passwortfeld. Schon kannst du loggen. Also das. Das gibt ein Spoilerfoto. Es gibt ein Spoilerfoto. Laut scheint das oben auf dem Grund zu sein. Deswegen gucken wir da jetzt nochmal hin. Zum zweiten Mal kann man ruhig mit einem Abzug fahren. Na, die Wege hier hoch und runter sind alle in meiner Karte gar nicht eingezeichnet. Ich hätte ja auch oben auf der Karte noch mal gucken können, aber egal. Auto möchte jetzt rein himmelsrichtungsmäßig da irgendwo stehen. Aber ich weiß es nie, ob da noch ein Weg aus dem Wald irgendwo kam oder ob ich doch wieder zur Talstation zurück muss. Die wäre hier. Lassen wir uns überraschen. Hier haben wir jedenfalls noch mal einen schönen Blick über Karstadt. Ja, ich möchte jetzt hier 30 Meter hier hoch. Das hätte man lieber von oben her aufrollen müssen. In meiner Karte sind auch keine Wege weiter eingezeichnet und hier ging auch keiner weiter vorbei. Also lassen wir das jetzt. Geilen Blick hier runter. Oh cool, da komme ich ja hier fast genau am Parkplatz raus, so wie es aussieht. Ach, hier ist das Kino. So, und wen haben Sie hier am 30. Juni 1818? Denkmal dem kaiserlich-königlichen Feldmarschall Fürsten Karl zu Schwarzenberg gewidmet. Am 30. Juni 1818. Karl zu Schwarzenberg. Karl Philipp zu Schwarzenberg, ein Name, der untrennbar mit den napoleonischen Kriegen verbunden ist, war ein österreichischer Feldmarschall und Diplomat von beachtlichem Format.
Geboren am 15. April 1771 in Wien, schlug er bereits in jungen Jahren eine militärische Laufbahn ein. Sein Stern sollte jedoch erst in den Wirren der europäischen Konflikte des frühen 19. Jahrhunderts so richtig aufgehen. Besonders hervorzuheben ist seine entscheidende Rolle in der Völkerschlacht bei Leipzig im Jahr 1813. Als Oberbefehlshaber der verbündeten Armeen führte er seine Truppen mit strategischem Geschick und unerschütterlicher Entschlossenheit. In dieser gigantischen Schlacht, die als eine der größten Schlachten der Geschichte gilt, gelang es ihm, Napoleon eine vernichtende Niederlage zuzufügen. Auch im folgenden Feldzug von 1814 bewies Schwarzenberg sein militärisches Können. In der Schlacht bei Arcis-sur-Aube konnte er Napoleon erfolgreich in Schach halten und schließlich zog er als einer der ersten Alliierten siegreich in Paris ein. Dieser Triumph machte ihn zu einem der angesehensten Militärführer seiner Zeit. Doch der Glanz der militärischen Erfolge sollte getrübt werden. Im Jahr 1817 erlitt Schwarzenberg einen schweren Schlaganfall. In der Hoffnung auf Besserung begab er sich zur Kur nach Karlsbad. Trotz der Behandlung und der ruhigen Umgebung konnte die Krankheit ihren Lauf nicht aufhalten. Die körperliche Lähmung nahm zu, weitere Anfälle folgten, und schließlich erlag Schwarzenberg am 15. Oktober 1820 in Leipzig den Folgen seiner Erkrankung. Das Ende seines Lebens war ein trauriger Kontrast zu seinen früheren Triumphen. Der einst so mächtige Feldherr wurde von einer heimtückischen Krankheit besiegt. Dennoch bleibt sein Vermächtnis als einer der bedeutendsten militärischen Führer seiner Zeit unbestritten. Schwarzenberg war nicht nur ein begnadeter Stratege, sondern auch ein Mann von großer Bildung und Kultur. Sein Leben und Wirken spiegeln die turbulenten Zeiten wider, in denen er lebte. Er war ein Symbol des österreichischen Widerstands gegen die napoleonische Hegemonie und ein Wegbereiter für eine neue europäische Ordnung.